Hallo meine Freunde, hola Madridistas, ich kann das alles nicht mehr. Die haben es tatsächlich schon wieder getan. Da weckt diese Mannschaft 3-4 Wochen lang wieder die Illusion im Madridismo, spielen einen schönen, attraktiven Fußball und als Madridista kriegst du das Gefühl, das wird ein magischer Endspurt in dieser Saison. Wir kämpfen um die Meisterschaft und ein kleiner Teil in mir hat sogar gedacht, vielleicht haben wir gegen die übermächtigen Bayern sogar eine kleine Chance. Und dann das. Die Realität haut dir mit voller Kraft ins Gesicht. Das war das Real Madrid der letzten 1,5 Jahre, wo wir Madridistas alle die Hoffnung hatten, diese Zeiten haben wir hinter uns gelassen. Arbeloa hat den Schlüssel in die Kabine gefunden. Ja, denkst du, langsam musst du als Madridista akzeptieren, diese Kabine fühlt Real Madrid nicht so wie du oder ich. Also das muss mir echt einer erklären. Du gehst auf den Fußballplatz mit dem Wissen, dass am Abend der FC Barcelona bei Atletico Madrid spielen muss. Du weißt, du kannst Druck auf die ausüben. Du kannst die Meisterschaft wieder spannend machen. Und das ist deine Leistung. Das ist die Intensität, mit der du ein Fußballspiel für Real Madrid absolvieren möchtest. Das ist wirklich alles. Die Spieler gehen spazieren. Mallorca gewinnt jeden Zweikampf. Mallorca gewinnt jeden zweiten Ball. Mallorca ist hinten und vorne fast immer in Überzahl. Das ist euer Ernst, Real Madrid. Die Arbeit der letzten Wochen habt ihr komplett vergessen. Und es soll mir bitte keiner mit irgendeiner Ausrede kommen. Ich weiß, dass Länderspielpause war. Und ich weiß, dass auswärts bei Mallorca mit Sicherheit kein einfaches Spiel ist. Aber wenn Real Madrid nur halb so viel Gas gegeben hätte wie in den letzten Wochen, dann hätten wir dieses Spiel gewonnen. Und wisst ihr was? Auch für die Bayern war es das Spiel nach der Länderspielpause. Und die liegen 2-0 in Freiburg zurück. Freiburg, die deutlich stärker sind als Mallorca. Und die Bayern gewinnen das trotzdem 3-2. Also kommt mir bitte nicht mit diesen billigen Ausreden. Mallorca hat dieses Spiel gewonnen, weil sie es mehr wollten. Und die Bayern haben dieses Spiel gewonnen, weil sie es genauso sehr wollten wie Freiburg, aber mehr fußballerische Qualität haben. Ja. Und bevor wir das Spiel analysieren, schauen wir uns erst einmal die Aufstellung an, die ein Álvaro Arbeloa gewählt hat. Und wisst ihr was? Montags ist jeder ein guter Quarterback. Im Nachhinein ist jeder schlau und kann sagen, Arbeloa, was hast du dir gedacht? Aber nein, so ein Opportunist bin ich nicht. Ich finde, Álvaro Arbeloa hat Position für Position die richtige Entscheidung getroffen. Ganz einfach, er hat die Spieler genommen, die fit waren. Er hat Spieler genommen, die teilweise sogar 2 Wochen spielfrei hatten, die noch fitter hätten sein müssen. Andrei Lunin war mit der Ukraine gar nicht dabei. Trent Alexander-Arnold war mit England nicht dabei. Carreras war mit Spanien nicht dabei. Innenverteidigung, Rüdiger und Hausen haben für Deutschland und Spanien 45 Minuten gespielt und 90 Minuten gespielt. Der einzige Spieler von dieser ganzen ersten 11, der eine Doppelbelastung hatte, war Arda Güler. Und den kannst du aus dieser Mannschaft nicht rausholen. Gestern hat man wieder gesehen, warum. Das ist auch der Grund, warum ein Manuel Angel gespielt hat, warum ein Camavinga gespielt hat, warum ein Brahim gespielt hat, ein Mbappé. Die waren alle deutlich fitter als die anderen Jungs aus der Mannschaft. Also, die Schuld liegt nicht bei Álvaro Arbeloa. Die Schuld liegt bei der Mannschaft. Und lasst uns doch mal ganz ehrlich sein. Real Madrid hat gestern vielleicht 20 Minuten einen guten Fußball gespielt. Die erste Viertelstunde hat Real Madrid, wie es Usus ist, mal wieder verschlafen. Andere Mannschaften, die auch um den Titel kämpfen, führen meistens in der ersten Viertelstunde schon 1-0. Real Madrid ruht sich die erste Viertelstunde immer aus, mal gucken, was der Gegner will. Die Gegner haben Bock gegen Madrid. Meint ihr, die Gegner haben keinen Bock gegen Barcelona oder was?
Naja, wie dem auch sei. Ab der 15. Minute bis zur 40. Minute, von mir aus 25 Minuten, hat Real Madrid einen attraktiven Fußball gespielt. Da war das Real Madrid der letzten Wochen. Sobald Arda Güler den Ball hatte, hat er Kylian Mbappé gefunden. Der Franzose stand zweimal wirklich gut vor dem Torwart. Das ist eine Mischung aus super Torwartparade, aber sorry, Kylian Mbappé, wir haben dich geholt, damit du so eine Chance reinmachst. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn der nur eine von diesen beiden Chancen verwandelt, gewinnt Madrid das Spiel gestern. Aber das ist auch keine Ausrede. Ich kann mich als Madridista nicht hier hinstellen und mich darauf ausruhen, dass wir 25 Minuten guten Fußball gespielt haben und wir ja das 1-0 hätten machen müssen. Ja, denn dann passiert das, was meiner Meinung nach unverdient war. Mallorca kommt einmal nach vorne, Kontersituation. Eduardo Camavinga lässt seinen Gegenspieler einfach laufen. Ja, und Mallorca macht das 1-0. Und jetzt haben wir alle erwartet, Álvaro Arbeloa weckt die Mannschaft auf. Dieses Tor war ein Weckruf für die Mannschaft. Die verstehen als Madridistas, verdammt, wir verlieren die Meisterschaft. Wir müssen in diesen zweiten 45 Minuten, komme was wolle, müssen wir dieses Spiel drehen. Und Real Madrid spielt die schlechtesten 45 Minuten der letzten 2 Jahre. Mallorca hat nicht einmal geschwitzt. Real Madrid hatte keine einzige Torchance. Die einzige Chance, wie wir an den Ball gekommen ist, wenn Mallorca einen Fehler gemacht hat. Wir haben die nicht mal zu Fehlern gezwungen. Wo war unser Pressing? Ja, wir müssen uns mal wieder über Kylian Mbappé unterhalten. Der macht sich lustig in der Talkshow. Okay, ich arbeite nicht so viel wie die anderen. Ja, haben wir gestern gesehen, ist sehr lustig. Ich habe mich kaputt gelacht gestern in den zweiten 45 Minuten. Kannst dir gerne meinen Live-Watch-Log angucken. Ich hätte fast meinen Kanal an die Wand gefahren. Ja, ist alles immer sehr lustig. Ja, kein Pressing, keine Zweikämpfe, keine Motivation, kein Willen. Die sind spazieren gegangen und haben zugeschaut, wie Mallorca sich den Ball in aller Ruhe zugespielt hat. Und wenn Mallorca mal einen Ball verloren hat, selbst dann haben wir nicht für Gefahr gesorgt. Und dann hast du als Madrid das unverschämte Glück, nach einer Ecke von 11 Metern ein Kopfballtor zu machen. Eine der wenigen positiven Sachen gestern war Eder Militao. Gott sei Dank ist er wieder zurück. Dann hast du dieses unverschämte Glück und schenkst dieses Unentschieden auch noch her. Natürlich trifft Murici, wer denn auch sonst? Murici ist gegen Real Madrid Maradona, immer. Nein, aber im Ernst, Real Madrid sollte vielleicht mal so einen Murici sich nächste Saison holen. Erstens, damit er nicht mehr gegen Real Madrid trifft. Und zweitens, das ist so ein typischer Joselu. Der Junge hat 19 Tore in der spanischen Liga. Das ist dieser Stoßstürmer, den wir vielleicht brauchen. Aber da kommen wir vielleicht in einem anderen Video zu. Ja, Mallorca hat es mehr gewollt. Und Mallorca hat sich diesen Sieg verdient. Es war peinlich, es war blamabel. Es war nicht Real Madrid würdig, was unsere Jungs da gestern abgeliefert haben. Und es mussten im Sommer wichtige, harte Entscheidungen getroffen werden. Es geht um die Einstellung in der Kabine. Die muss sich grundsätzlich ändern. Der Einzige, der den Madridismo da wirklich verstanden hat, ist anscheinend ein Álvaro Arbeloa, wenn du ihn reden hörst. In der Kabine kommt seine Nachricht aber nicht an. Also, du musst in der Kabine einiges ändern. Ja, und es gibt auch einige Spieler, die einfach nicht die Qualität haben für Real Madrid. Ja, um darüber zu reden, kommen wir jetzt zur Einzelleistung der Spieler. Lunin nehme ich raus, kann bei beiden Gegentoren nichts machen. Ansonsten spielerisch immer wieder der Mannschaft geholfen. Lunin fand ich gestern sogar gut. Trent Alexander-Arnold, ja sorry, aber wenn du so Fußball spielst, dann hat Thomas Tuchel recht. Wir holen dich nicht, damit du 3 schöne lange Bälle im Spiel spielst. Wir holen dich, damit du Zweikämpfe gewinnst, damit du vorne und hinten immer anspielbar bist. Damit du vielleicht mal Lust vermittelst, auch ein Fußballspiel zu gewinnen. Ja, sorry, das war absolut gar nichts. Rüdiger und Dienhausen, die in den letzten Wochen wirklich stark waren. Ey, wir waren gestern Wackelpudding. Jeder Ball in unserem 16er war eine Gefahr. Ja, also dramatisch schlecht. Álvaro Carreras, ey, um Himmels Willen. Bring mir Fran Garcia zurück. Álvaro Arbeloa, spiel selber. Victor Valdepeña ist irgendwas, aber das ist doch nicht der Ernst von dem Álvaro Carreras. Aurélien Tchouaméni und Arda Güler sind die einzigen, die ich in Schutz nehmen möchte gestern in dem Spiel. Zumindest in den ersten 45 Minuten. In den zweiten war auch von beiden viel zu wenig zu sehen.
Ich habe mich gerade vertan. Manuel Angel nehme ich auch ein bisschen in Schutz. Wir können nicht erwarten, dass jeder Castilla-Spieler den Arbeloa hochholt, an dem Tag, an dem er spielen kann, das Spiel seines Lebens macht. Es war gestern ein schwaches Spiel von Manuel Angel, aber er kann es besser. Also nimmt das bitte jetzt auch nicht als K.O., der Junge hat nie wieder eine Chance verdient. Nein, der Junge kann eigentlich besser Fußball spielen, aber bei dieser Mannschaftsleistung ist er wie alle anderen untergegangen. Camavinga, ja, mir fehlen die Argumente, um zu sagen, dass Camavinga im Sommer nicht verkauft werden muss. Sorry, inzwischen bin ich soweit. Der ist ein sympathischer Typ, der ist gut für die Kabine, der kann viel laufen, ist dynamisch. Aber der Camavinga, den wir alle in dieser Saison sehen wollten, den Step nach vorne, den geht er nicht. Im Gegenteil, der geht einen Step nach hinten. Der spielt viel zu naiv Fußball. Ihm sind manchmal seine Aufgaben auf dem Fußballplatz egal. Der kann doch nicht den Gegner vor dem 1:0 laufen lassen. Und zwar von der Mittellinie bis zum 16er. Willst du mir sagen, dass ein Camavinga, der ein physisches Monster ist, nicht schafft, den einzuholen? Nee, das ist Wille und Einstellung. Und wenn du die nicht hast, ist Real Madrid nicht der richtige Verein für dich. Vorne Brahim auch nicht wiederzuerkennen. Und die Frage ist, liegt es an Brahim? Oder liegt es an dem Kylian Mbappé, dass Brahim auf einmal vergisst, was er tun soll? Ein Brahim, der in den letzten Wochen immer wieder in 1:1-Situationen gegangen ist, gedribbelt hat, sich durchgewühlt hat, hatte gestern anscheinend, ich weiß es nicht, das Gefühl, dass er jeden Ball so schnell es geht auf Kylian Mbappé geben muss. Langsam glaube ich, dass Kylian Mbappé die gesamte Teamdynamik verändert. Ich versuche etwas zu erklären, was unerklärlich ist. Kylian Mbappé ist eine Bereicherung für jede Fußballmannschaft auf dieser Welt. Er ist der beste Fußballer des Planeten, wenn er topfit ist. Aber die Mannschaft spielt schlechter, wenn er für Real Madrid spielt. Vor der Club-WM haben wir super gespielt, er kam zurück, wir verlieren 4:0 gegen Paris. Jetzt, er ist verletzt, wir spielen wochenlang einen super Fußball, er kommt zurück und wir spielen wieder das. Das ist doch kein Zufall. Vielleicht vermittelt er so eine Gefahr für die Gegner, dass die sich hinten tief reinstehen und Madrid hat einfach niemanden, der im Mittelfeld Lösungen findet für einen tiefstehenden Gegner. Vielleicht ist das Problem. Vielleicht, weiß ich nicht, vermittelt er mit seiner Lustlosigkeit im Pressing, denken sich die anderen, nee, dann presse ich auch nicht. Aber Tatsache ist, wenn er wieder da ist, spielen wir nicht den gleichen Fußball. Wir bringen nicht die gleiche Intensität auf den Platz, die du brauchst. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich den Álvaro Arbeloa anzählen würde. Weil du an so einem Spieltag dann auch sagen musst, ey, Mbappé, komm raus. Wir haben einen Gonzalo Garcia auf der Bank, der für die U21 von Spanien in 2 Spielen 3 Tore gemacht hat. Wir flanken über einen Trent und über einen Carreras. Vielleicht brauchen wir da auch einen Strafraumstürmer. Ja, und die Einwechselspieler, der einzige, der Spaß gemacht hat, war ein Eder Militao. Wie gesagt, die einzige gute Nachricht gestern. Der Rest... Ja, ein Bellingham ist noch verletzt, ein Vini ist noch in Brasilien gefühlt mit seiner Dynamik. Trotz alledem, was ein Vini gestern ertragen musste von dem Maffeo und dass Vini nicht ausgerastet ist, zeigt zumindest, ja, dass er ja, im Charakter ein bisschen erwachsen geworden ist. Aber naja, auf dem Fußballplatz viel zu wenig. Ja, wie gesagt, ich bin unendlich enttäuscht von der Leistung von Real Madrid. Real Madrid hat es so nicht verdient, spanischer Meister zu werden. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als dem FC Barcelona zur Meisterschaft zu gratulieren. Und jetzt, nachdem das alles gesagt ist, nachdem ich keine Ahnung wie lange jetzt ganz klar erklärt habe, Real Madrid hat verdient verloren. Es hat nichts mit dem Schiedsrichter zu tun. Ich habe, glaube ich, den Schiedsrichter nicht einmal erwähnt im gesamten Video. Trotz alledem muss man auch über eine Entscheidung gestern beim Spiel Atletico Madrid gegen Barcelona reden, die wieder einmal beweist, wenn der FC Barcelona es braucht, sind die Schiedsrichter zur Stelle. Madrid und Barcelona gewinnen 70% ihrer Spiele ohne Hilfe des Schiris. Aber in diesen anderen 30% kriegt der FC Barcelona, sobald sie es nötig haben, sobald ein Spitzenspiel ist, sobald es knapp ist, die Unterstützung vom Schiri. Atletico Madrid hat eine rote Karte bekommen. Ja, wisst ihr was, die war zu Recht, da beschwere ich mich nicht drüber. Aber dann kriegt Gerard Martin hierfür eine glasklare rote Karte. Das ist eine Szene, wo normalerweise das VAR den Schiri ruft und sagt, hey, kommt ihr das angucken, das ist dunkelrot, weil die Schiedsrichter meistens nur gelb geben. Und überlegt mal, wie verkümmert,
das spanische Schiedsrichterwesen sein muss, um bei so einer Aktion den Schiedsrichter zu sich zu rufen, um zu sagen, das ist eine 100%ige Fehlentscheidung. Wie kann das, in welcher Welt kann das eine 100%ige Fehlentscheidung sein? In welcher Welt schauen sich 100 Menschen diese Szene an und sagen, nee, das ist niemals rot? Das, versteht ihr, wie krank das ist? Ja, und das ist passiert. Der VAR hat den Schiri gerufen und der hat dann gezwungen vom VAR gesagt, okay, dann ist das halt gelb. Und zur Krönung gewinnt Barcelona in der 88. Minute durch einen abgefälschten Ball. Ja, und für diejenigen, die sagen, Gerard Martin spielt zuerst den Ball, das spielt keine Rolle. Ihr könnt euch gerne, ich habe dazu einen Short gemacht, das habe ich auf TikTok und Instagram. Das Short ist über 3 Minuten, deshalb darf ich es auf YouTube nicht veröffentlichen. Aber da werdet ihr sehen, was das spanische VAR sagt. Es spielt keine Rolle, wer zuerst den Ball spielt. Du gefährdest die Gesundheit des Gegenspielers, das ist glattrot. Und das Einzige, was niemals passieren darf, und das ist auch in der Geschichte des VARs nie passiert, dass bei so einer Aktion das VAR sich einmischt. Sorry, das ist das System Negreira. Ja, und so hat Real Madrid keine Chance. Aber Real Madrid hat sowieso keine Chance, wenn das der Fußball ist, den wir heute auf Mallorca gesehen haben. Ja, wie gesagt, das ist meine Einschätzung zum Spiel gegen Mallorca. Das ist meine Einschätzung zur Skandalentscheidung. Ihr könnt gerne zu beiden eure Meinung in den Kommentaren lassen. Und ihr braucht bitte nicht mit Kommentaren anfangen, wie sagen, ja, gewinnt erstmal euer Spiel. Der Schiedsrichter. Ich habe ganz klar gesagt, dass unsere Niederlage hat nichts mit dem Schiedsrichter zu tun. Also braucht ihr eure Propaganda bei mir gar nicht erst zu probieren. Ja, ich bin komplett enttäuscht. Dieses Real Madrid hat wieder einmal uns alle enttäuscht, hat sich wieder einmal bis auf die Knochen blamiert. Und wir Madridistas sind die Einzigen, die so eine Niederlage wirklich fühlen. Ich habe eine harte Nacht hinter mir. Ja. Morgen sehen wir uns trotzdem wieder, hoffentlich mit etwas besserer Laune. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren, liked dieses Video, teilt dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, wenn du mir heute ein Lächeln ins Gesicht treiben möchtest, dann lass bitte ein Follow da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid.